Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Markus. Und ich bin Sarah. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über Nervosität beim Reden. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du willst etwas sagen, aber dein Kopf ist leer. Dein Herz schlägt schneller, deine Stimme wird leise und plötzlich fühlst du dich unsicher. Dieses Gefühl ist sehr normal. Viele Menschen haben es, besonders wenn sie in einer Sprache sprechen, die nicht ihre Muttersprache ist. Genau. Wir haben beide diese Momente erlebt, in denen die Stimme zittert oder der Kopf plötzlich leer ist. Warum sprechen wir heute über dieses Thema? Weil Nervosität beim Reden sehr viele Menschen betrifft. Du bist damit nicht allein. Viele fühlen sich unsicher. Ein großes Problem ist auch, dass dieses Thema oft unterschätzt wird. Viele Menschen denken, das sei normal und man müsse damit leben. Aber das stimmt nicht. Stimmt, niemand ist allein mit Nervosität. Ich erinnere mich an meine erste Bestellung in einer Bäckerei. Mein Herz schlug laut, obwohl es nur um ein Brötchen ging. Oh ja, das kenne ich. Bei mir war es ein Telefonat auf Deutsch, komplett mit falscher Grammatik. Wir werden später tiefer in solche Geschichten gehen. Aber erst wollen wir erklären, was die Hörer erwarten können. Keine Sorge, wir bleiben langsam. Wir benutzen einfache Wörter und kurze Sätze. Wenn euch etwas gefällt oder bewegt, schreibt uns gern. Wir sind neugierig auf eure Erfahrungen. Vielleicht hat jemand eine lustige Panne erlebt, wie ich damals im Supermarkt, als ich Tüte mit Tante verwechselt habe. Ich musste lachen, als du mir das erzählt hast. Solche Geschichten zeigen, dass Fehler normal sind. Absolut. Unser Ziel heute ist nicht, perfekte Tipps zu geben, sondern Gefühle zu teilen. Genau, Markus. Vielleicht entsteht daraus neue Gelassenheit bei unseren Hörern. Das wäre schön. Bevor wir starten, noch eine kleine Übung. Atmet einmal tief ein und aus. Fühlt ihr schon etwas Ruhe? Ich merke sofort, wie die Schultern sinken. Einatmen, ausatmen. Sehr simpel, aber hilfreich. Super. Diese Ruhe nehmen wir mit in die nächsten Kapitel. Ich freue mich schon. Ich auch. Gleich reden wir über den Moment vor dem ersten Wort. Bleibt dran. Vielleicht holen sich manche jetzt einen Tee oder Kaffee. Das passt gut zu einer ruhigen Folge. Gute Idee. Ich habe hier Kamillentee stehen. Der Duft beruhigt zusätzlich. Ich sitze mit einem Glas Wasser. Aber schon das leise Klirren hilft mir, langsamer zu sprechen. Markus, fühlst du dich heute etwas nervös wegen der Aufnahme? Ein bisschen, ja. Mikrofone machen mich immer wachsam. Doch dein ruhiges Lächeln entspannt mich. Das freut mich. Mir hilft die Vorstellung, dass wir einfach im Wohnzimmer plaudern. Genau so machen wir es. Also, liebe Leute, macht es euch bequem. Gleich geht es richtig los. Super! Jetzt schauen wir uns einen ganz wichtigen Moment an. Es ist der Moment, bevor du anfängst zu sprechen. Alles ist noch still, aber in dir passiert viel. Du denkst nach, dein Körper wird unruhig und du überlegst, ob du etwas sagen sollst oder nicht. Viele Menschen kennen genau diesen Moment. Deshalb ist er so wichtig. Oder auch sehr beängstigend. Mein Herz klopft oft laut, noch bevor ich den Mund öffne. Ich kenne das gut. Manchmal fühlt es sich an wie eine Pause, die ewig dauert. Genau. Die Gedanken rasen. Welche Wörter wähle ich? Wie klingt meine Stimme? Versteht mich jemand?
Ich spüre zuerst die Hände. Sie werden warm und leicht feucht. Dann wird mein Hals trocken. Bei mir zittert selten die Hand, aber mein Magen verkrampft. Es ist wie ein Knoten. Weißt du, früher dachte ich, nur ich habe das. Heute weiß ich, fast jeder kennt es. Ja, das ist ein Trost. Diese Nervosität verbindet Menschen, egal welches Alter oder welche Sprache. Ich erinnere mich an einen Unikurs. Ich sollte ein kurzes Referat halten. Nur 2 Minuten. Und doch war es bestimmt das längste Referat deines Lebens, oder? Absolut. Die Sekunden davor waren schlimmer als das Reden selbst. Mein Puls raste. Ich hatte etwas Ähnliches bei einer Familienfeier. Alle schauten mich an. Einfach nur vorstellen, aber ich stockte. Das Schweigen fühlte sich sicher laut an. Sehr laut. Jede Sekunde schien 10 zu dauern. Dann stammelte ich meinen Namen. Und was ist passiert? Nichts Schlimmes. Die Familie lächelte. Danach war das Eis gebrochen. Aber zuvor war es harter Frost. Schönes Bild. Ich finde, der Körper sendet Warnsignale. Wie kleine Lampen, die angehen. Manchmal höre ich diese Lampen, manchmal ignoriere ich sie. Dann überrascht mich die Nervosität doppelt. Ich versuche, die Lampen zu begrüßen. Ah, da bist du wieder. Das nimmt etwas Spannung. Interessant. Du machst die Nervosität zu einem Gast. Genau. Ein Gast darf bleiben, aber nicht die Wohnung übernehmen. Ich lächle gerade, weil das Bild hilft. Vielleicht probieren das unsere Hörer aus. Gute Idee. Liebe Leute, schaut, was in eurem Körper passiert, ohne Urteil. Atmet tief ein. Spürt den Boden unter den Füßen. Das schafft Kontakt zur Gegenwart. Ich habe oft bemerkt, wenn ich die Füße leicht bewege, löst sich fast unsichtbar Spannung. Ich lege manchmal eine Hand auf den Bauch, dann spüre ich die Atmung besser. Kleine Gesten, große Wirkung. Markus, hattest du je das Gefühl, dein Kopf sei komplett leer? Oh ja, kein einziges Wort schien da. Ich nenne es das Sprachvakuum. Bei mir ist es wie Nebel. Worte sind da, aber ich sehe sie nicht. Schön beschrieben. Und dann kommt meist ein erstes einfaches Wort. Vielleicht Hallo. Dieses kleine Wort ist ein Schlüssel. Danach öffnen sich langsam weitere Türen. Stimmt. Ein Schritt genügt, um in Bewegung zu bleiben. Manchmal hilft es, den Blick kurz abzuwenden, nicht die ganze Gruppe anschauen. Oder in ein Gesicht lächeln. Ein freundliches Auge gibt Mut. Hattest du schon Situationen, in denen Nervosität verschwunden ist, sobald du begonnen hast? Häufig. Der Start ist wie ein Sprung ins Wasser. Kalt, dann angenehm. Bei mir auch. Sobald die ersten Sätze fließen, wird die Stimme ruhiger. Unsere Hörer fragen sich vielleicht, ob das immer klappt. Natürlich nicht, aber oft. Und jeder kleine Erfolg zählt. Er macht die nächste Pause kürzer. Magst du eine Mini-Übung teilen, Sarah? Gern. Stellt euch vor, ihr sagt nur euren Namen. Laut, klar, langsam. Mehr nicht. Danach atmet ihr einmal tief aus. Spürt ihr einen Unterschied? Ich spüre schon, wenn ich es gerade laut denke. Mir geht es genauso. Ein Name ist vertraut. Er schafft Sicherheit. Und Sicherheit schwächt Nervosität. Nicht komplett, aber ein wenig. Ich finde, das reicht oft.
Ein bisschen weniger Druck ist schon Erfolg. Wir wollen auch hören, ob diese Übung hilft. Schreibt uns gern. Vielleicht haben manche Hörer eigene Rituale. Ein Kaugummi, ein Glücksstein. Oder ein leises Lied im Kopf. Alles ist erlaubt, was freundlich ist. Wichtig ist, dass das Ritual klein bleibt. Sonst entsteht neuer Stress. Sehr wahr. Halten wir fest. Nervosität vor dem Sprechen ist normal. Körpersignale zeigen sie an. Akzeptieren. Atmen. Starten. Das ist unser kleiner Dreischritt. Klingt rund. Im nächsten Teil schauen wir auf Situationen, in denen Nervosität besonders stark wird. Ich bin gespannt. Bleibt also dran und nehmt eure neuen Schlüssel mit. Willkommen in Kapitel 3. Jetzt geht es um Alltagssituationen, die nervös machen. Viele denken sofort an Präsentationen. Doch schon der Bäcker kann Stress bringen. Absolut. Ich bestelle morgens Brötchen und spüre manchmal Druck hinter mir. Die Schlange wächst, man sucht das Wort und plötzlich wird es still. Dann sagt man vielleicht nur dies und zeigt. Das fühlt sich kindlich an. Ich habe oft gestottert, wenn ich einen Kaffee mit Hafermilch wollte. Lustigerweise kennt der Barista oft genau dieses Wunschwort. Trotzdem stockt die Zunge. Ein anderer Klassiker ist das Telefon. Keine Gestik, keine Lippen, nur Stimme. Oh ja. Wenn eine Amtsstelle anruft, fühle ich mich sofort kleiner. Ich schreibe vorher Stichwörter auf. Doch beim Klingeln verschwinden sie komplett. Oder beim Arzt. Der Name wird aufgerufen, alle warten, man steht im Fokus. Stimmt. Ich denke dann über jede Bewegung nach, selbst über das Jacke ausziehen. Einmal verhedderte ich mich im Schal und brauchte ewig. Peinlich. Die meisten haben Verständnis, aber in unserem Kopf läuft ein anderer Film. Dieser Film zeigt Katastrophen, die nie passieren. Trotzdem zittern wir. Lass uns über Smalltalk reden, die kleinen Gespräche im Aufzug oder Bus. Oh, der Aufzug ist mein Endgegner. 3 Stockwerke können sehr lang sein. Ich nicke meist nur. Dann ärgere ich mich, weil eine Chance verging. Später denke ich, warum nicht einfach schöner Tag sagen? Genau. Ein Satz reicht oft, doch in der Situation wirkt er riesig. Mir hilft Übung im Spiegel. Ich sage Alltagssätze laut, bis sie normal klingen. Gute Idee. Ich übe beim Spazieren. Leise, aber hörbar für mich. Was ist mit Gruppenrunden, wenn jeder sich kurz vorstellt? Meine Knie werden weich. Oh ja. Ich zähle innerlich, wann ich dran bin. Jede Zahl erhöht den Druck. Dann höre ich kaum den anderen zu. Schade, weil ihre Geschichten interessant sind. Mir passiert dasselbe. Ich verliere Kontakt. Das macht noch mehr Nervosität. Kennst du Bewerbungsrunden? Ein Tisch, viele Fragen, viele Augen. Leider ja. Mein Hals fühlt sich dann wie Papier an. Wörter kratzen. Ich trinke vorher Wasser. Doch im Raum vergesse ich die Flasche. Auch typisch. Der Kopf wird heiß, die Hände kalt. Komische Kombination. Es zeigt, dass der Körper arbeitet. Adrenalin mischt alles durcheinander. In Supermärkten meide ich manchmal die Frage an der Kasse: Haben Sie Punkte? Ich auch. Ich vergesse, was Punkte sind, obwohl ich sie sammle. Man lacht später, doch in dem Moment friert man wie ein Reh. Gut gesagt. Wir reagieren wie Tiere, obwohl nur Worte gebraucht werden. Vielleicht hilft ein inneres Schild. Du bist sicher.
Ich stelle mir das vor. Ich male mir ein grünes Licht im Kopf. Grün heißt fahren, reden. Unsere Hörer können eigene Symbole suchen, etwas, das Mut gibt. Schreibt uns darüber, wenn ihr mögt. Vielleicht inspirieren wir uns gegenseitig. Eine weitere Situation ist der Postschalter. Viele Formulare, wenig Zeit. Ja, und die Schlange atmet dir buchstäblich in den Nacken. Ich schwitze immer, wenn ich das richtige Porto wählen muss. Ein Tipp von mir. Kleine Karteikarte mit Sätzen in der Tasche. Ah, so ein Minispickzettel. Gute Idee gegen das große Blackout. Wichtig ist, ihn diskret zu nutzen. Niemand muss alles auswendig wissen. Stimmt, wir lernen Schritt für Schritt. Heute Porto, morgen Vertragsgespräch. Ein schöner Gedanke. Kleine Siege bauen Selbstvertrauen. Hast du noch ein Beispiel, Markus? Ja. Ampelgespräche mit Nachbarn. Wir warten, reden kurz, Licht springt um. Diese Gespräche finde ich schwer, weil sie plötzlich enden müssen. Manchmal winke ich einfach freundlich. Auch Kommunikation, nur ohne Worte. Das ist erlaubt. Kein Zwang, immer zu reden. Wichtig bleibt, sich nicht zu verurteilen. Jeder Tag bringt andere Energie. Sehr richtig. Wir sammeln Erfahrungen. Nervosität zeigt nur, dass uns etwas wichtig ist. Das klingt nach einem guten Schluss für dieses Kapitel. Ja, lass uns im nächsten Teil über Gedanken sprechen, die alles schwerer machen. Willkommen in Kapitel 4. Heute schauen wir auf Gedanken, die das Sprechen blockieren. Gedanken können Freunde sein, doch oft sind sie strenge Richter. Bei mir beginnt es mit einem Satz. Du machst bestimmt gleich einen Fehler. Oh, den kenne ich. Meine Variante sagt, alle lachen, wenn du stolperst. Diese innere Stimme klingt laut, obwohl außen niemand ein Wort sagt. Genau. Manchmal ist es nur ein flüchtiger Gedanke, aber er brennt hell. Ich nenne sie Gedankenwolken. Sie ziehen hinein und verdunkeln die Sonne. Schönes Bild. Bei mir sind es eher kleine Filme, schnell und dramatisch. Welcher Film läuft oft bei dir? Titel? Ich verstehe die Frage nicht und alle warten entsetzt. Harter Stoff. Mein Lieblingsfilm heißt Markus vergisst ein ganz leichtes Wort. Lustig, wenn es nicht so ernst wäre. Stimmt. Doch wir merken, es sind nur Geschichten, keine echten Nachrichten. Ja, aber der Körper glaubt sofort daran. Herz und Hände reagieren. Ich frage mich manchmal, wer schreibt dieses Drehbuch in meinem Kopf? Vielleicht alte Erfahrungen. Eine Lehrerin, die uns ausgelacht hat. Ein peinlicher Moment. Möglich. Oder wir wollen perfekt sein und setzen die Latte sehr hoch. Perfekt klingt sicher, ist aber eine Falle. Sprache lebt von kleinen Fehlern. Absolut. Ohne Fehler gäbe es keine lustigen Erinnerungen. Richtig. Und keine Lernschritte. Fehler zeigen, wo wir wachsen. Trotzdem taucht der Gedanke, sei perfekt, immer wieder auf. Ich versuche dann bewusst, einen winzigen Fehler zu erlauben. Spannend. Ein Beispiel? Ich sage absichtlich ein Wort einfacher statt eines schweren Synonyms. Clever. Dann merkt der Kopf, die Welt geht nicht unter. Genau. Danach wird das Denken freier, wie eine gelöste Krawatte. Ich benutze Humor. Ich stelle mir die Stimme als Karikatur vor. Also wie eine Comicfigur, die übertreibt? Ja, dann wirkt sie weniger bedrohlich. Ich kann sogar lachen. Lachen entwaffnet viele Gedanken.
Der Richter verliert seinen Hammer. Unsere Hörer kennen sicher eigene Sätze. Ich spreche zu langsam oder meine Aussprache ist schlimm. Vielleicht schreibt ihr sie auf Papier. Dann sieht man, es sind nur Wörter. Danach kann man daneben Wahrheit setzen. Zum Beispiel: Viele verstehen mich trotzdem. Gute Übung. Ich mache sie oft im Café mit Notizbuch. Übrigens, Gedanken kommen in Gruppen. Ein Negativer zieht den Nächsten an. Wie Chips aus der Tüte. Schwer bei einem Stück zu stoppen. Genau. Deshalb hilft ein Stoppwort. Meins ist Pause. Meins lautet atme. Ich sage es leise und atme wirklich tief. In dem Moment bricht die Gedankenkette kurz ab. Reicht oft, um das erste echte Wort laut zu sagen. Einmal sagte ich Pause, sogar laut. Der Gesprächspartner lachte, ich auch. Schön. Lachen verbindet und löst gleichzeitig Spannung. Was ist mit Vergleichen? Ich messe mich oft mit Muttersprachlern. Ich auch. Dann erinnere ich mich, sie üben ihre Sprache schon ein Leben lang. Genau. Wir haben vielleicht erst wenige Jahre. Trotzdem führen wir dieses Gespräch. Das ist ein Erfolg. Jeder, der zuhört, lernt gerade ebenso. Ich finde, wir sollten Erfolge feiern. Auch kleine. Ein Satz ohne Stocken. Oder ein freundliches Nicken vom Gesprächspartner. Zeichen, dass Kommunikation klappt. Halten wir fest. Gedanken können laut sein, aber wir wählen, ob wir zuhören. Und wir können neue, freundliche Gedanken setzen. Dann wird das Sprechen leichter. Damit schließen wir dieses Kapitel. Im nächsten Teil schauen wir, wie Erfahrungen Nervosität verändern. Kapitel 5 beginnt. Jetzt reden wir über Erfahrungen, die Nervosität langsam geändert haben. Ja, Gefühle wandeln sich über die Jahre. Manchmal wird es leichter, manchmal schwerer. Mein erstes Jahr in Deutschland war hart. Jeder Satz fühlte sich wie ein Test an. Ich erinnere mich. Du hast oft geübt, doch Stimme und Hände zitterten trotzdem. Dann kam eine Nachbarin, älter und freundlich. Sie sprach langsam mit mir jeden Morgen. Nach 3 Wochen bemerkte ich, dass mein Körper ruhiger blieb. Das zeigt, dass Wiederholung wie sanftes Training wirkt. Die Muskeln lernen Gelassenheit. Bei mir war eine Theatergruppe entscheidend. Ich spielte eine sehr kleine Rolle. Mutig. Warst du nicht unglaublich nervös auf der Bühne? Oh doch! Kurz vor dem Auftritt wollte ich weglaufen. Die Regisseurin hielt meine Hand. Sie sagte leise: Atme, du musst nur atmen. Plötzlich spürte ich Boden unter den Füßen. Und danach? Ich sprach meine 2 Sätze. Das Publikum klatschte automatisch, nicht wegen mir, sondern wegen der Szene. Doch mein Kopf verstand, ich kann vor Menschen reden und überleben. Das ist ein Schlüsselmoment. Einmal erlebt, bleibt er als Beweis im Gedächtnis. Ich hatte so einen Moment im Sportverein. Nach dem Training fragte jemand nach meiner Herkunft. Früher hätte ich mit wenigen Wörtern geantwortet. An diesem Tag erzählte ich 3 Minuten. Wow, 3 Minuten sind lang, wenn Nervosität lauert. Ja, ich spürte die Zeit kaum, weil das Thema mir wichtig war. Ich war überrascht, wie Aufmerksamkeit sich freundlich anfühlen kann. Vielleicht ist das der Kern. Wenn Inhalt zählt, schrumpft das Ego-Auge im Kopf. Guter Punkt. Trotzdem gibt es Tage, an denen alte Angst zurückkehrt. Ich erlebe das im Urlaub.
Neue Dialekte, neue Regeln, Nervosität startet wie frisch. Dann hilft mir Erinnerung an positive Erlebnisse. Ich denke, du hast es schon einmal geschafft. Ich schreibe solche Erfolge in ein kleines Heft. Beim Warten lese ich 1, 2 Zeilen. Das ist clever. Ein tragbares Beweisstück gegen die innere Kritikerin. Genau. Und manchmal reicht auch Musik. Ein Lied erinnert mich an gelungene Gespräche. Ich habe eine Sprachnachricht behalten, in der ich flüssig klinge. Die höre ich vor Terminen. Das ist wie eigenes Podcast-Coaching. Sehr schön. Lass uns über Pausen sprechen. Früher wollte ich jede Lücke sofort füllen. Ich auch. Stille klang wie Scheitern. Jetzt genieße ich kurze Atempausen. Mir half ein Sprechertraining. Dort sagte der Coach: Pause ist Geschenk an Zuhörer. Schön. Eine Pause erlaubt Gedanken anzukommen. Sie zeigt auch Selbstvertrauen. Seitdem zähle ich manchmal innerlich 1, 2, bevor ich antworte. Ich spüre die Luft in der Nase. Das bringt mich weg von wilden Gedanken. Unsere Hörer können Pause heute üben. Sprecht einen Satz, macht 2 Sekunden Stille. Die Welt bricht nicht zusammen, versprochen. Ein weiteres Thema ist Akzeptanz. Wir dürfen nervös sein und trotzdem sprechen. Ja. Ich sage mir manchmal innerlich, ich spreche, obwohl ich zittere. Das wirkt. Akzeptanz verwandelt Kampf in Kooperation. Körper und Geist arbeiten zusammen. Genau. Und wenn mal nichts geht, hilft leise Ehrlichkeit. Ich bin gerade ein wenig nervös. Oft lächeln die Leute dann mitfühlend. Die Spannung sinkt sofort. Wir sollten zum Ende dieses Kapitels kommen. Ich fühle, wie sich ein roter Faden zeigt. Richtig. Wir haben gesehen, dass wiederholte positive Erfahrungen, Pausen und Akzeptanz Nervosität mildern. Langsam fühle ich, wie das Thema rund wird. Ich auch. Vielleicht ist das ein guter Moment, um später alles kurz zusammenzufassen. Einverstanden. Dann lass uns jetzt eine kleine Pause machen und im letzten Kapitel abrunden. Bevor wir Pause machen, möchte ich noch eine Mini-Anekdote teilen. Oh, bitte. Ich lehne mich zurück. Letzte Woche bestellte ich in Spanien Tapas, aber auf Deutsch, weil Spanisch fehlte mir komplett. Der Kellner grinste und antwortete auf Deutsch. Plötzlich war ich gar nicht mehr nervös. Das zeigt, manchmal ist die Welt kleiner, als wir denken. Genau. Dieser Moment kam völlig unerwartet und hat mein Selbstvertrauen verdoppelt. Solche Überraschungen sind wie Bonuslevel beim Lernen. Vielleicht erleben unsere Hörer bald auch ein Bonuslevel. Ich wünsche es jedem. Danke für die Anekdote. Jetzt passt die Pause wirklich. Alles klar. Wir atmen kurz und dann hören wir uns im Abschlusskapitel. Liebe Leute, trinkt einen Schluck Wasser, streckt euch. Lasst das Gehörte wirken für einen Moment. Sehr guter Rat. Ich zähle bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bis gleich. Pause jetzt. So, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ja, es fühlt sich rund an. Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, das war ein schöner Satz, um abzuschließen. Soll ich alles zusammenfassen? Sehr gern. Wir haben heute zuerst Hallo gesagt und das Thema vorgestellt. Dann haben wir über den Moment vor dem ersten Wort gesprochen. Wir beschrieben warme Hände, trockene Kehlen und schnelle Herzen. Danach ging es um Alltagssituationen wie Bäcker, Telefon und Aufzug. Wir lachten über kleine Pannen und spürten gemeinsamen Stress.
Im 4. Teil schauten wir auf unsere Gedanken. Wir entdeckten harte Filme im Kopf und lernten, Pause oder Atme zu sagen. Danach erzählten wir Geschichten, die Nervosität langsam verändert haben. Da waren die freundliche Nachbarin, die Theatergruppe und das Training im Sportverein. Wir merkten, dass Wiederholung, kleine Siege und ehrliche Pausen helfen. Wir sprachen über Akzeptanz und den Mut, Nervosität als Gast zu sehen. Am Ende haben wir uns erinnert, dass Fehler normal sind und Verbindung schaffen. 3 kleine Werkzeuge stehen jetzt klar: Atmen, pausieren, lächeln. Außerdem ist ein Notizbuch für Erfolge praktisch. Wir haben die Hörer eingeladen, eigene Rituale und Symbole zu teilen. Zusammen ergibt das ein freundliches Bild. Nervosität bleibt, aber sie wird leiser, wenn wir ihr zuhören, sie begrüßen und dann weiterreden. Ich hoffe, diese Zusammenfassung fasst alles leicht nachhörbar zusammen. Wir erinnerten uns auch daran, dass Stimme sich oft beruhigt, sobald das erste Wort gesprochen ist. Kleine Übungen wie den Namen laut sagen oder die Füße spüren wurden erwähnt. Diese einfachen Aktionen bauen eine Brücke vom Denken zum Sprechen. Danke, Markus, das hast du klar und freundlich zusammengefasst. Gern. Mir hat unser Austausch viel Freude gemacht. Ich fand es besonders schön, wie offen wir über Angst gesprochen haben. Ja, Offenheit macht das Thema leichter. Liebe Hörer, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Es war toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn ihr Wünsche oder eigene Geschichten habt, schreibt uns gern. Wir freuen uns auf jede Nachricht und jede kleine Erfahrung. Vergesst nicht, Pausen zu machen und freundlich zu euch zu bleiben. Genau. Denkt daran, Nervosität ist nur ein Besucher. Und jeder Besucher geht irgendwann wieder. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ich auch. Es wird sicher wieder spannend. Dann sagen wir für heute Tschüss. Tschüss und bleibt mutig. Bevor wir ganz schließen, hier noch ein letzter Gedanke von mir. Sucht euch morgen eine winzige Sprechaufgabe und versucht sie langsam, aber bewusst. Das ist eine schöne Idee. Ein Schritt pro Tag genügt. Schreibt auf, wie es lief und feiert den Erfolg. Wir sind gespannt auf eure kleinen Siege. Jetzt aber wirklich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bald. Macht es gut, bleibt neugierig.